Schön, dich hier begrüßen zu können bei Kapitel 13, einem schuldlosen Du, das schuldlose Ich, der schuldlosen Welt, der Schuldlosigkeit selbst, das Annehmen unserer Schuldlosigkeit. Und wir sind jetzt bei das Erlangen der wirklichen Welt. Und dieser Abschnitt 7 wird uns hier in unserem Geist ein Licht aufgehen lassen, was wir nicht so schnell mehr vergessen können. Halte dich bereit. Ja, danke hier für eine, ein kurzes Zusammenkommen im Kurs in Wundern in seinem Textbuch und wirklich einen Blick darauf zu werfen, was für eine großartige Lehre hier der Welt gegeben wurde und nach wie vor gegeben wird. In diesem Sinne siehst du auch ganz klar, wie wichtig es ist, dass du eine Verpflichtung eingehst in deinem Geist, hier die Wahrheit für dich anzuerkennen und keine Kompromisse mehr einzugehen. Ja? Der Kompromiss war immer gegeben in dem Sinne, dass wir frei sein wollten in unserem Ausdruck, in unserem Verhalten, in unserem Selbst. Aber Jesus sagt, jeder Kontakt mit jedem erwachten Geist zeigt immer ganz klar auf, deine Freiheit in Raum und Zeit, deine Freiheit in deinem konzeptionellen Geist, in deinem konzeptionellen Selbst ist wirklich nichts. Deine Freiheit hier in Raum und Zeit hat wirklich keine Bedeutung. Du hast immer wieder vergessen, dass Freiheit außerhalb von Raum und Zeit ist, dass Freiheit im erwachten Geist ist, dass Freiheit im Geist ist, im reinen Geist ist. Freiheit ist die Natur deiner selbst, meine Natur, wie Gott mich schuf, im Geist Gottes selbst. Freiheit ist das Loslassen aller Ideen, was ich hier machen könnte, was ich hier beitragen könnte, was ich hier für mich möchte, für die Welt möchte, was ich hier anders haben möchte. All diese Ideen sind nichts anderes als Konzepte im menschlichen Geist, der eigentlich nichts anderes machen will, als sich rechtfertigen, dass es so etwas gäbe, als einen persönlichen Plan aus dem eigenen Machwerk heraus für seine eigene Erlösung. Und in dem Sinne ist es eine Verleugnung des Planes Gottes für ihn, der eigentlich auf diesem Weg der Erlösung seit Jahrtausenden geht und beschreitet und nicht wirklich eine Lösung gefunden hat und in dem Sinne sich Jesus anvertraut hat oder sagen wir mal zumindest einen Blick in diesen Kurs gemacht hat und jetzt hier mit seinem eigenen Selbst eine neue Verbindung eingeht, in neuen Eingeständnis, in einer neuen Erkenntnis, dass unsere Gedanken keine Bedeutung haben, dass wir wirklich in allem, was wir hier versucht haben zu tun, nicht zu tun, nur Widerstand ausgedrückt haben, aktiv im Widerstand uns beweisen wollten, dass wir Erfolg haben könnten mit der Art und Weise, wie wir die Welt erlösen möchten. Und es ist nicht so, dass du oder ich, dass nicht jeder Einzelne die essentielle Rolle darin spielt, weil du bist der Erlöser der Welt, keine Frage. Und es wäre nicht so, dass nicht dein Denken, deine Entscheidungen, dein Geist vollkommen vonnöten sind. Du bist vonnöten, du bist essentiell für die Erlösung der Welt. Aber es bedarf diese Notwendigkeit des Eingeständnisses, dass wirklich hier alles, was hier gemacht wurde, was hier zusammengeschustert wird, nichts anderes als eine Verteidigungshaltung ist und wirklich nur bedeutungslose Gedanken sind. Und so wandeln wir in Raum und Zeit mit unseren bedeutungslosen Gedanken aus der Vergangenheit und alles, was wir nur machen können, ist, diese zu übergeben und um Hilfe zu bitten und wirklich darum zu bitten, dass uns neu gezeigt wird, wer wir sind und was hier wirklich vor sich geht. Darum wirklich zu bitten, Vater, zeig mir deinen Plan für meine Erlösung. Ja, lass den Heiligen Geist wirklich durch mich kommen und mir zeigen, dass
der Plan meiner Erlösung nicht mein eigener ist, dass ich hier wirklich nichts zu sagen habe, dass ich wirklich falsch liege in meiner Idee, dass ich in Raum und Zeit frei sein könnte. Natürlich bist du in Raum und Zeit auch frei, weil du der Macher deiner Welt bist, weil du der Herrscher deiner Welt bist. Aber diese Freiheit in Raum und Zeit ist bedeutungslos. Und aus dem Grunde gehen wir oder verwenden wir nun dieses Kapitel 13 und muss der Sohn Gottes hergehen und sich eingestehen, dass er eine andere Welt sehen will, dass er alles anders sehen will und dass diese andere Welt zu sehen eine wirkliche Welt zu sehen ist. Und wie diese wirkliche Welt erlangt wird, geht erstmals in der Erkenntnis, was sie nicht ist. Okay? Du musst dir zuerst mal eingestehen, dass du in deinen Vorstellungen der bedeutungslosen Freiheitsausdrucksweise deiner selbst bedeutungslos bist und dass du wirklich ein Wunder brauchst, um die wirkliche Welt erlangen zu können. Und das Wunder wird dir zeigen, dass du bereits da drinnen bist und immer gewesen bist und du hast sie ganz bewusst verlassen und jetzt hast du diesen Kurs bekommen, hast du einen Bruder bekommen, hast du einen Erlöser in deinem Traum bekommen, der dich ausrichtet, buchstäblich mit dir steht, mit dir geht, mit dir im Licht steht und dir aufzeigt, dass, hey, ja, du hast allem den Stempel des Todes aufgedrückt, wie es hier zum Ausdruck kommt. Und es ist nun an der Zeit, dass du aufwachst aus dem Traum, dass du aufhörst, hier deinen eigenen Plan zu schnitzen und so zu tun, als ob dieser Plan wirklich irgendetwas wäre. Wird er funktionieren? Alles funktioniert. Die Frage ist eine Frage der Zeit. Wie lange willst du dich damit aufhalten, bis du wieder herausfindest, dass es sowieso einen größeren Plan gibt und du bräuchtest dich wirklich nur in diesen größeren Plan anschließen. Was ist die wirkliche Instruktion somit in unserem Zusammenhang im Kreis der Sühne? Die einzige Instruktion ist eigentlich nur, tauche auf. Ja? Mach eine Erscheinung in dem Kreis der Sühne, wo deine Erfahrung, deine Erlösung angeboten wird, wo Heilung deines Geistes angeboten und erfahren und geteilt wird. Und dieses Auftauchen, dieses sich beteiligen, sich verbinden mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist deines Erlösers, der buchstäblich von außerhalb der Zeit alles orchestriert, wird dir in deiner Erfahrung des Lichtes allein aufzeigen, dass du hier keine Investition mehr in deine Illusionen machen willst und gerne deine Idee deiner Freiheit abgibst, weil sie wirklich nichts sind. Es ist wirklich nur ein Ausdruck von nichts. Es kann nicht mal, das kann nicht weder angegriffen noch irgendetwas gerechtfertigt oder verteidigt werden. Es ist absolut nichts. Es hat keine Bedeutung. Ja. So, du brauchst nicht in dem Sinne das Böse herausfordern und angreifen, weil es nichts ist. Und in diesem Verständnis lehren wir uns oder demonstrieren wir uns einander für uns selbst die reine Wahrheit. Ja, das, was die Wahrheit ist und nur die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit eins ist, weil die Wahrheit in jedem Geist dieselbe ist, weil die Wahrheit eine universelle Wahrheit sein muss und ist. Und nur die Wahrheit wird dich in deinem eigenen Geist erkennen lassen, dass du in deinen Vorstellungen auch selbst eine wirkliche Welt zu erlangen, falsch liegst und tatsächlich in einer neuen Erkenntnis, in einer Neugeburt es für dich neuen Erkenntnis bringen willst, neuen Erfahrung bringen willst. Und es bedarf auch überhaupt keiner Anstrengung. Ja. Die Erkenntnis der wirklichen Welt ist vollkommen anstrengungslos. In vollkommener Entspanntheit wird die wirkliche Welt im Kreis des Lichtes als die Welt des Lichtes, okay, wenn ich den Ausdruck erstmal hier verwenden darf, erkannt. Und vielleicht lese ich hier mal leg mal ein bisschen los hier und lese mal was und mal sehen, wie wir von hier das dann weiter uns anschauen wollen. Okay, Abschnitt 7, das Erlangen der wirklichen Welt aus Kapitel 13.
Dieser Kurs wurde im Kreuthoff Verlag ist erschienen und ist hier in der deutschen Sprache übersetzt. Hör zu. Sitze still da und betrachte die Welt, die du siehst, und sage dir, die wirkliche Welt ist nicht so. Es gibt keine Gebäude darin und keine Straßen, auf denen Menschen einzeln und alleine wandeln. Hörst du das? Die wirkliche Welt ist nicht so, wie die Welt, die du siehst. Es gibt keine Gebäude, keine Straßen, auf denen Menschen einzeln und allein wandeln. Es gibt keine Geschäfte, in denen Menschen eine endlose Reihe von Dingen kaufen, die sie nicht brauchen. Kein künstliches Licht beleuchtet sie und keine Nacht bricht jemals über sie herein. Es gibt keinen Tag, der sich erhellt und dunkel wird. Es gibt keinen Verlust. Nichts gibt es dort, was nicht leuchtet und ewig leuchtet. Wow, ist das nicht großartig? Es gibt keinen Verlust. Nichts gibt es dort, was nicht leuchtet und ewig leuchtet. Und jetzt, hier ist der Gegensatz dazu, die klare Beschreibung der Welt, die du als wirklich hältst in deinem menschlichen Dasein und glaubst, dass sie wirklich sei, und sie so aufrechterhältst in all deinem Tun, in all deinen konzeptionellen Ausdrucksweisen. Die Welt, die du siehst, muss geleugnet werden. Du musst sie leugnen, okay? Denn sie zu sehen kostet dich eine andere Art der Schau. So, hier sind wir bei den ersten 50 Lektionen, wo wirklich geübt wird, dass hier zum ersten Mal eine Neuschau, eine Sicht, alle Dinge anders zu sehen, das sind jetzt wirklich die Lektionen dieser Tage, ne? Eine wahre Schau gefunden werden kann, die die Wahrheit anerkennt, die das Licht sieht, die den Geist des Einsseins und keine Unterschiede mehr sieht, die wirklich das sieht, was einzig es möglich ist zu sehen, nämlich nicht mit den Körpersaugen, sondern mit unserem Geist als Geist selbst. Und wenn du eine Welt siehst der Bedeutungslosigkeit, dann musst du hier dir eingestehen, dann kostet es dich eine andere Schau, eine andere Art der Schau. Ja? Okay, ich mache hier mal weiter. Du kannst nicht beide Welten sehen, denn jede beinhaltet eine andere Art des Sehens und hängt davon ab, was dir lieb und teuer ist. Die eine zu sehen ist möglich, weil du die andere verleugnet hast. Beide sind nicht wahr, doch jede wird dir in dem Maß wirklich scheinen, wie sie dir lieb und teuer ist. Und doch ist ihre Macht nicht dieselbe, weil ihre wirkliche Anziehungskraft auf dich ungleich ist. So beide sind nicht wahr, doch jede wird dir in dem Ausmaß als wirklich erscheinen, wie sie dir lieb und teuer ist. Also du siehst, das ist ganz klar deine Wahl. Du entscheidest, was dir lieb und teuer ist. Du bist der allen Dingen die Bedeutung und den Wert beimisst. Du machst klar, was dir lieb und teuer ist. Und so so siehst du es in der Welt. So siehst du deine Welt. Das ist der Grund, warum du überhaupt eine Welt siehst. Weil du einen Wert ihr zugestanden hast und jetzt wirst du eingeladen, ganz besonders mit dem Übungsbuch dir ganz klar erstmal anzusehen, ob du diesen Wert weiterhin aufrechterhalten willst und es dir tatsächlich wert ist, diesen Wert beizubehalten. Du willst die Welt, die du siehst, nicht wirklich. Okay, hör hier mal gut hin, Bruder. Du willst die Welt, die du siehst, nicht wirklich, denn sie hat dich seit Anbeginn der Zeit enttäuscht. Die Wohnstätten, die du errichtet hast, haben dir nie Schutz geboten. Nicht einmal deine Schlösser, nicht einmal deine Paläste, nicht einmal deine 3 Schlösser auf den Toren und Riegel und Eisengitter und alles und automatische Tore, all das hat dir nie Schutz geboten. Die Straßen, die du angelegt hast, haben dich nirgendwo hingeführt und keine je von dir erbaute Stadt hat sich dem Zahn der Zeit erfolgreich widersetzt. Ist es nicht unglaublich, dass du wirklich glaubst, dass du hier von A nach B schreitest und du hast in A eine Erfahrung und jetzt wandelst du Richtung B, wo du dir vorstellst, dass du wahrscheinlich eine bessere Erfahrung deiner selbst machen kannst. Und jeder glaubt, der durch eine Tür tritt,
oder aus einem Haus hinausgeht auf eine Straße, dass da draußen wirklich eine Straße wäre. Ja? Was ist, wenn du aus dieser Tür hinaustrittst und du trittst direkt in das Licht, du trittst direkt in die Endlosigkeit des Universums, in den Spiritgeist, lass uns mal sagen, in Energie selbst ein. Hast du bereits für dich in Erfahrung gebracht, dass da wirklich keine Straße da draußen ist? Nicht bevor du sie dahin pflasterst, da ist nichts da draußen. Du siehst eine Tür und vielleicht hast du das Verlangen, oh, ich möchte jetzt endlich dieses Haus verlassen und mal rausgehen oder ich muss da und dorthin gehen und du siehst überhaupt keine Straße. Du glaubst, dass da eine Straße da draußen ist, die dich zum Punkt B führen kann, zu deinem Ziel in Raumzeit leiten kann. Aber da ist keine Straße da draußen. Nicht bevor du sie dort hinstellst. Und das ist schon eine ganz unglaubliche Erkenntnis, dass die Katze nicht im Schrank ist, bevor du nicht die Schranktür öffnest und in diesem Öffnen der Schranktür und deiner Erwartung, eine Katze zu finden, die Katze buchstäblich in den Schrank hinein projizierst. Ja. So, die Straßen, die du angelegt hast, haben dich nirgendwo hingeführt, weil sie überhaupt kein Ziel haben, weil sie auch keinen Zweck erfüllen, weil sie überhaupt nicht da sind. Deswegen, sie kommen von nichts und sie führen dich nirgendwo hin. Ja. Sie haben dir kein Ziel anbieten können. So wie auch der konzeptionelle Geist, das Ego, dir kein Ziel anbieten kann, was du wirklich willst. Und keine je von dir erbaute Stadt hat sich dem Zahn der Zeit erfolgreich widersetzt. Und das glaube ich, das kann jeder zustimmen, wie alles zusammenbröselt und, und alles der vollkommenen Zerstörung ausgeliefert ist. Der Zahn der Zeit. Ne? Nichts konnte sich der Zahn der Zeit widersetzen. Aber was für eine Idee, ne? Dass du hier einen Traum träumst, in dem alles in der Zeit oder nach bestimmter Zeit sich verändert und der Destruktion buchstäblich ja, übergeben wird. Es gibt nichts, was du gemacht hast, das nicht, hier ist es, den Stempel des Todes trägt. Den Stempel des Todes, alles, was du gemacht hast. Du hast die Welt gemacht, die du siehst. Nicht wahr? Du hast die Welt erfunden, die du siehst. Lektion 32. Und weil du die Welt gefunden hast, hast du ihr die Bedeutung gegeben, hast du ihr das gegeben, was sie für dich jetzt an Wirklichkeit hat. Und du hast all diesen Dingen, die du in der Welt siehst, hast du den Stempel des Todes aufgedrückt. Und lass es dir nicht lieb und teuer sein, denn es ist alt und müde. Ja? So die Zeit, die Welt, all deine Bilder sind alt und müde und bereit, wieder zu Staub zu werden. Ja? Kaum, dass du es gemacht hast. Und diese schmerzvolle Welt hat keine Macht, die lebendige Welt auch nur zu berühren. Dies konntest du ihr nicht geben, und deshalb kannst du, wenn du dich auch traurig von ihr wendest, in ihr den Weg nicht finden, der fort von ihr in eine andere Welt führt. Wow. Dies konntest du ihr nicht geben und deshalb kannst du, wenn du dich auch traurig von ihr wendest, in ihr den Weg nicht finden, der fort von ihr in eine andere Welt führt. Lass uns das mal kurz kontemplieren, die einen Moment lang mitschwingen, auf einer Welle reiten buchstäblich, die uns aufzeigt, dass wir wirklich hier aus unserer eigenen gemachten Welt in eine wirkliche Welt eintreten. Danke. Herzlich willkommen in einer weiteren Auflage von Kompromisslosen verbinden mit ihm. Mikrofone dürfen eingeschaltet werden, bevor man etwas teilen will. Absolut. Ich werde doch auf diesen Aspekt in der heutigen Lektion einladen zu teilen, weil es ja ein Aspekt des Menschseins ist,
dieses kompromisslose Verbinden ist ja, dass ich mich hier in dem Sinne zeige und buchstäblich exponiere, bloßstelle mit meinem Menschsein und darin die Erlaubnis gebe, dass hier eine Fakultät, die eben größer ist als mein Selbstkonzept oder was ich meine, was alles ich mitbringe und weiß und kenne und habe und schon bin und erfahren habe und die Liste ist natürlich ewig lang, sondern dass ich anerkenne, nein, da ist eine Kraft, die nichts mit irgendetwas von meinem menschlichen Geist und meinem menschlichen Sein zu tun hat, die nichts mit irgendetwas zu tun hat, was ich angesammelt habe aus der Vergangenheit, um mir selbst einzureden und wahrzumachen, wie großartig ich bin und wie weit fortgeschritten ich bereits bin. Wir wissen alle hier ganz genau, dass wir hier sind, weil wir das versucht haben und ja, so einen guten Hammer oder Schlägel oder Schlag am Kopf gespürt haben und gesehen haben, nein, hat nicht funktioniert. Ne? Das heißt, mein Ausblick oder mein Anwenden der Lösung in Hinblick, selbst diese Transformation meines Geistes vom menschlichen Homo sapiens Geist, der ja gesetzt ist, als Ursache wirkungsgetrennt zu halten, das macht ja den menschlichen Geist aus. Ich habe einen Gedanken und die Wirkung daraus, wie ich mich danach fühle oder wie ich mich erfahre, sind nicht zusammen, haben nichts miteinander zu tun, haben zwei unterschiedliche getrennte Wirklichkeiten. Und dass diese Lösungsansätze innerhalb meines eigenen Lernerfolges über alle Zeiten hindurch diese Ursache und Wirkung nicht wirklich so zusammenführen konnten, dass es eine Erkenntnis gab, dass sie in Wahrheit eins sind, dass es gibt keine Trennlinie und auch keinen Unterschied und kein Getrenntsein zwischen dem, was der ursächliche Gedanke ist und wenn er noch so sehr daraus projiziert wurde und schon, ja, das, was das verursacht, wie ich mich fühle, hat absolut nichts mit mir zu tun. Ja? Also die totale Projektion, dass hier eine Quelle, eine Ursache außerhalb von mir selbst sein muss. Ne? Und jetzt kann ich mich mit meinen Wirkungen befassen, wie ich mich dazu stelle, wie ich mich dazu fühle, was ich darüber denke. Und diese Wirkung war ganz sicher vorweggenommen, das, was hier in dieser Lektion 31 als sich als das Opfer der Welt zu fühlen ausmachte. Ne? Weil wenn natürlich da draußen eine Ursache ist, die etwas mit mir machen kann, auf die ich ja keinen Einfluss habe, ja, dann bin ich erstmals getroffen von einer Wirkung, überrannt oder werde überrascht und jetzt gehe ich her und versuche, das Problem zu lösen, um wieder, sagen wir mal, entweder in den geistigen Frieden zu kommen oder um mich mit dem Nachbarn wieder zu vertragen oder sich mit irgendwelchen Familienangehörigen wieder zusammenzufinden, dass es wieder halbwegs weitergeht. Und das sind diese Lösungsansätze, die wir aus der Vergangenheit mitgebracht haben. Und nur ein Geist, der wirklich ganz tief in seinem Geist erfahren hat, dass seine Lösungsansätze nicht die Lösung bringen konnten, kann das hier jetzt auch hören und kann in Wirklichkeit diese Lektion von Ein Kurs in Wundern so für sich annehmen, dass es da zu einem Angebot wird, wie es in der Lektion beschrieben wird, als eine Befreiungserklärung. Es ist, okay, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Lass uns das geistig wiederholen. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Und wo du eigentlich hingeführt wirst, ist
in ein Annehmen von einer Simplizität, dieser Einfachheit einfach, oh Gott sei Dank, dass das irgendwo hatte ich einen Sinn davon und ich nehme das mit ganzem Herzen an. Ich stehe absolut jetzt dafür auf, dass ich nicht das Opfer der Welt bin, die ich sehe. Was natürlich zuerst gar nicht so richtig gesehen wird, ist, was da mitkommt, ist, dass ich nicht mehr weiter die Ursache da draußen rechtfertigen kann. Dass ich mir nicht mehr weiterhin einreden kann, dass das, was die Situation verursacht hat, wirklich getrennt und außerhalb von mir ist. Das geht dann nicht mehr. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass äh, diese Lektion natürlich auch halbherzig gemacht werden kann. Okay, das ist ja eine Idee, wie sie angeboten wird, aber dass diese ursächliche Gedanke, der nach außen projiziert wurde und draußen gehalten wurde, auch wirklich nach Hause gebracht wird im eigenen Geist, da mag es äh, Reserviertheit im Geist zuerst geben. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in dieser systematischen Geistesschulung sofort die Lektion 32 nachschiebt, die heißt, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Ja, ich bin dieser Ursache machender Geist und habe die Gedanken gemacht, die diese Situation verursachten, die ich sie sehe. Und da können wir vielleicht miteinander teilen, welche Schwierigkeiten das ganz individuell auslöst in den unterschiedlichsten Situationen, weil wir hier hören, dass du nicht das Opfer der Welt bist, die du siehst, weil du sie erfunden hast. Wir sagen meist dazu ganz einfach, ich habe sie gemacht, im Unterschied zu erschaffen, was wir als die Ausdehnung von Gottes Geist begrifflich vielleicht nicht vermischen mit dem Erschaffen von kreativen Machen und ein Erschaffen von Konstrukten, die einem halt offensichtlich erstmals gut gesinnt sind. Ich schreibe meist auch in meinen Büchern, wenn ich das Wort verwende, weil ich es auch sehr lange im Englischen so verwendet habe, create, ich setze es dann unter Anführungszeichen, damit verstanden wird, dass hier dieses Erschaffen äh, im Sinne dieses Erfindens, des Erfindergeistes, des Machers im Geist verstanden werden soll, weil du sie erfunden hast. Du kannst sie ebenso leicht aufgeben, wie du sie erfunden hast. Und das ist auch kein Zufall, dass das erwähnt werden muss, ne? Weil das die Perspektive auch ist und die Einladung ist, hey, sieh mal, dieser Kurs ist in Wirklichkeit vollkommen einfach. Wenn du bereit bist, die Ursache für dich anzunehmen, die ursächlichen Gedanken für dich zu orten und zu sehen, dass die eben nicht außerhalb von dir entstanden sind. Und damit hast du das gesamte Potenzial, äh, auch zu erkennen, dass du sie aufgeben kannst, weil dann ja nicht irgendein Hindernis dazwischen liegt, was dich von diesen Gedanken aufzugeben weghalten würde. Es ist tatsächlich nur eine Entscheidung im Geist. Es ist wirklich nur die Antwort darauf, will ich das oder was will ich denn wirklich? Ja, will ich noch mit diesen Gedankengut weiterspielen oder bin ich bereit, alles da in dem Bezug aufzugeben? Du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Wunsche. So, zuerst ist der Gedanke, dann ist die Wahrnehmung da. Und das Sehen, was sie machen, hängt nur davon ab, was ich entscheide, was ich wähle in meinem Geist, wie es für mich sein soll. Ob ich bereit bin, hier eine vollkommene neue Denkweise anzunehmen, reinzulassen und beginne anzuwenden, oder ob ich sie nach wie vor mit ihren Wirkungen sehen möchte.
Und natürlich kommt da die Frage auch her, ja, aber ich bin jetzt schon jahrelang in dieser Geistesschulung aktiv und ich sehe noch immer diese Gedanken und was sie äh, hier anscheinend mit mir und in mir bewirken. Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Es, dass sie auftauchen, ist eine absolute Lernhilfe. Und als Lernhilfe hast du das gesamte Bild noch nicht vollständig durchschaut und hast jetzt eine neue Gelegenheit. Also ergreife diese Gelegenheit am Schopf und sieh dir noch einmal die Situationen genau an, um alles nach Hause zu bringen. Dieses Gedanken nach Hause bringen ist buchstäblich, was Vergebung ist. Alles für einen selbst anzunehmen, zu finden, auch wenn es noch so beweisführend aussieht, dass es da draußen sein muss. Nein, was habe ich wirklich mit dem Krieg in Israel zu tun, ne? Würde ich mir sagen, ne? Oder in der Ukraine. Nein, diese Gedanken des Angriffs, der Verteidigung, des Hasses, des nicht es wahrlich auflösen zu lassen, die klare Entschlossenheit, das Bild weiter sehen zu wollen, das liegt im eigenen Geist. Das muss ich in meinem eigenen Geist finden können. Und letztendlich, wenn noch so viele Aspekte sich zeigen und hochkommen und erkannt werden, wird hinter allem die Angst vor der Gesamtheit, vor der vollkommenen Wiedererinnerung, der Auflösung des Selbstkonzeptes, dieser Idee, ich existiere hier als ein Ich, als eine Persönlichkeit oder als ein Körper, diese Angst, die nicht voll und ganz erkannt wird oder angenommen wird und übergeben wird, erzeugt im eigenen Geist weiterhin diese Bilder als Beweisführung, dass sie eine Wirklichkeit oder irgendeinen Wert hätten. Und in dem Sinne, alles, was wir immer nur machen, egal von welcher Richtung wir kommen und uns Dinge ansehen und ihm übergeben an den Heiligen Geist, buchstäblich auflösen und zur Lösung, zur Freiheit überführen. Wir erinnern uns nur, was wir bereits aus einem Moment außerhalb von Raum und Zeit offenbart bekommen haben oder zumindest berührt haben, was dieser Moment war des vollkommenen Verlustes dieser falschen Identität. Ein Moment in Wirklichkeit reicht aus, anzuerkennen, ich bin nicht das, was ich geglaubt habe, was ich sei. Ich bin etwas ganz was anderes, wofür ich in Wirklichkeit gar keine Worte habe. Ich bin, wie Gott mich schuf, sagt er im Kurs dazu. Aber in Wirklichkeit haben wir keine Worte dazu, weil niemand da ist, der es begrifflich in Worte setzen könnte. Das ist ja alles dann wieder eine Nachwirkung aus der Erfahrung selbst heraus. Und diese Erinnerung an diesen einen einzigen Moment der vollkommenen Auflösung des Selbstkonzeptes erfahren wir so lange wieder, bis nichts mehr im Geist da ist, das Hochspringen hochkommen kann, um aufzuzeigen, dass hier noch ein, eine Angst da wäre vor diesem Sein lassen, würde ich mal sagen. Dich sein lassen, wer du wirklich bist. Mich sein lassen in dieser vollständigen Auflösung. Weißt du, worüber wir hier sprechen? Wir sprechen hier von einer Unmöglichkeit des Zurückkommens in das Raumzeitkontinuum und zu sagen, oh, und jetzt bin ich wieder zurück. Und sicher nehme ich sofort den Kurs her und die Konzepte des Kurses und sage, und ich will natürlich bestens hilfreich sein. Ne? Alles gut und wunderschön. Aber das sind alles nur Krücken. Das sind alles nur Krücken, um wieder sich zu erinnern, wieder hinzuführen. Okay, sei jetzt vollkommen hilfreich. Ja, wie lange möchtest du vollständig hilfreich sein und auch anderen und dir selber helfen? Anderen helfen heißt ja in Wirklichkeit mir selber helfen.
Ja, und du bestimmst eine Zeitlinie dazu in deinem Geist, auch wenn du sie nicht aussprichst oder dir darüber bewusst bist. Und in diesem Bestimmen der Zeitlinie sagt Jesus, kein Problem, ich bin mit dir, ich begleite dich und ich gebe dir hier all das, was du brauchst, damit du dich nicht mehr verrennst. Ne? Ich gehe mit dir als der Träger, er ist buchstäblich dein Träger, dein Sherpa von einem Sack voller Wunder. So könnte man es ausdrücken. Du, ja, ich will ja hilfreich sein, jetzt habe ich es ja, ich habe es ja jetzt erkannt und alles, ne? Und trotzdem hast du keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert und wird immer wieder von Neuem gezeigt und braucht diesen Kontakt mit ihm, um zu sehen, oh ja, Wunder sind natürlich und oh, ich bin umgeben von Wundern und sie dehnen sich durch mich aus. Aber es kommt durch diesen Kontakt mit ihm, dass sie auch gesehen werden, dass es etwas ist, was nicht mehr dem vergangenen Lernen Teil davon ist, sondern dass es tatsächlich dieser Zugang und diese Öffnung ist mit jenseits von Raum und Zeit. Und egal wie lange wir das hier machen wollen, in was immer für einer Form, ja, uns in dem Sinne erinnern wollen, zusammenfinden, verbinden in dem, was die Wahrheit als die eine Wahrheit eröffnen darf in uns. Wir werden an den Punkt kommen, an dem wir wieder nur da, diese Auflösung des Selbstkonzeptes sehen, erfahren, erkennen und keinen Gedanken mehr haben werden, dass es eine Notwendigkeit gäbe, zurückzukehren, hier zurückzukehren, in irgendein Bild zurückzukehren, noch irgendetwas sehen zu wollen. Offensichtlich war da ein Wunsch da. Okay, ich will noch eine Reflexion davon sehen, wer ich bin, bereits mit diesem Licht des Himmels ausgestattet, zurückzukommen und zu sehen, wie jetzt meine Verbindung mit meinen Gedanken aussieht. Aber das wird ein Ende finden. Und das wird berührt in diesen zwei Lektionen, der Lektion 31 und 32. Und um diesen Satz des ersten Absatzes fertig zu machen. Und solange du sie willst, ja, also du wirst sie sehen oder nicht sehen, ganz nach deinem Willen. Solange du sie willst, wirst du sie sehen. Wenn du sie nicht mehr willst, wird sie für dich nicht mehr zu sehen sein, die Welt. Ne? Da wird nichts mehr da sein, was noch gesehen werden sollte oder müsste oder könnte. Die Welt in dem Sinne ist nichts anderes als dieses Machwerk, was meine eigenen Gedanken entspricht, repräsentiert und sich in meinem Geist reflektiert, solange ich einen Nutzen davon habe, sie zu sehen und mich zu erfahren, egal auf welchem Niveau. Und neben der Unabhängigkeits- und Befreiungserklärung spricht er ja direkt an, im Namen deiner eigenen Freiheit gibst du diese Erklärung ab. Ja. Er spricht diese Freiheit wirklich an. Und in deiner Freiheit liegt die Freiheit der Welt. So, hier wäre wieder die Prämisse, wie frei möchtest du wirklich sein? Bist du zufrieden mit einer kleinen Freiheit von deinen aufgesetzten Grenzen auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene? Bist du wirklich zufrieden mit der Öffnung der Grenzen und einer Freiheit, die dir erlaubt, Aktionen selbst zu bestimmen in deinem Leben? Bist du wirklich zufrieden mit einer Freiheit, die dir zeigt, dass es grenzenüberschreitende Unterschiede oder Hindernisse nicht mehr für dich gibt, dass du ein Erdenbürger, Bürgerin bist und wir hier in dem Sinne dann machen können, was wir wollen, alles sein lassen können, wie wir möchten, dass ein Erdenfrieden, sagen wir mal,
dass keine Angst mehr da sein müsste, dass irgendjemand als deine Reflexion deiner selbst dich angreifen würde oder könnte. Aber ist das ein ausreichender Frieden? Oder gehst du tatsächlich für einen Frieden, der über all die Wahrnehmung hinausgeht? Über einen Frieden, der die Freiheit deines Geistes reflektiert als ein Freisein. Also das habe ich ja in einer Session erst vor kurzem angerissen. Und dass dieses Freisein aus einer Erklärung kommt des einfach sich Erkennens, mich Erkennens, wer ich bin, wie Gott mich schuf. Dass es kommt aus der Erkenntnis, aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein, wie der Vater, der Schöpfer selbst. Und nichts anderes sein zu können. Und damit will ich es erstmal so belassen und wieder zurückgehen in diese Einladung zu sehen, wo zuerst vielleicht hingeblickt werden will auf Situationen, auf Begebenheiten, auf Wahrnehmungen, die sehr wohl noch genau an dem Punkt das Bewusstsein hinweisen, wo noch gelernt werden darf, wo noch die Gelegenheit wahrgenommen werden darf, weil es so aussieht, dass da draußen jemand oder etwas ist, was mit uns noch etwas machen kann, uns als Opfer fühlen lassen könnte. Oder wo zumindest nur im Ansatz dieses Gefühl da ist und der Geist dann wirklich sich wiedererinnert, worum es geht und wie dies gehandhabt werden soll. So, wenn du hier ein Beispiel in deinem Geist hast, dann fühl dich frei und herzlich eingeladen, es zu teilen. Ja, lieber Wann, ich hätte nochmal zu deiner Einleitung 3 Fragen, die mir aufgekommen sind. Und zwar, wenn ich die hintereinander wegmache, dann habe ich sie zumindest los. Ja, ich kann diese Welt aufgeben, weil ich sie ja erfunden habe. Mein Einwand, der mir dann nur kommt, ist, ja, ich habe sie aber nicht alleine erfunden. Ich habe sie ja mit diesen 8 Milliarden und mit diesen 100 Milliarden, die schon vorher hier waren, habe ich sie ja gemeinsam erfunden. Das ist Ja, ja wo auch sind denn was. diese 8 Milliarden? Wo, Ja, wo befinden sich diese 8 Milliarden, die du als die Welt siehst? ja, das ist alle unser einer Geist. Sprich für dich selbst. Es geht ja um deine Erkenntnis der Wahrheit in dir. Wo ist dieses Bild von 8 Milliarden Erdenbürger? Das ist im Außen. Also Scheint im Außen. Wo siehst du es denn im Außen? ja, ich sehe das zum Beispiel in der Tagesschau. Ich sehe das, wenn ich auf die Straße gehe. So, Ja, wo ist so, das, aber wo ist es, wo siehst du es wirklich? Egal jetzt, wie du es bezeichnest. Ist ja ein guter Ausdruck und Beschreibung. Ja, ich teile es mit 8 Millionen Erdenbürger und meine Frage war, wo sind diese 8 Millionen Erdenbürger? Diese 8 Millionen Geister? ja, die sind genauso in der Illusion unterwegs wie ich. Na, das ist nicht die Frage. Wo sind sie? Wo siehst du sie? Ja, in meinem Geist. In meinem Geist. Das ist die richtige Antwort. In deinem Geist. Wie viele Geister gibt es dann? Ja, es gibt einen, ne? Einen Einen. Geist. Was sind dann die Geister alter 8 Millionen Erdenbürger? Eins. Ein Geist. Welcher Geist ist das? Gottesgeist. Du siehst, du musst beginnen da, wo es für dich Erfahrung ist. Kannst wieder nur sagen, mein Geist. Okay, mein Geist. Du bist ja der sie sieht. Ist dein Geist. Hast du ja alles richtig gesagt. Damit sind ihre Geister auch nichts anderes als dein Geist. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, wenn ich zum Beispiel hier, was Ela gerade sagte,
Ich gucke auch liebend gern irgendwelche Serien oder Filme. Mittlerweile nur noch, eigentlich nur noch Komödie, weil ich das andere nicht mehr ertragen kann. Aber das gucke ich sehr gerne. Aber trotz dessen ist es quasi eine Huldigung an die Illusion. Ne? Also wenn ich hier den Fernseher anmache oder wenn ich hier jetzt auf Party gehe, da ist immer schon Illusion dabei, weil wir feiern ja quasi auch die Illusion. Ne? So, und dann muss ich ja den Schritt machen quasi daraus, obwohl ich ja eins bin. Aber was mir dann nur noch hilft, ist zum Beispiel sowas wie jetzt hier heute Abend. Ich muss mich ja mit anderen Geistern auf der wahrhaften Ebene verbinden, weil ansonsten ist ja meine Angst zu groß, quasi da auszusteigen, wenn ich quasi im Geiste gar keinen Verbündeten habe und quasi jetzt hier den Himmelsritt alleine machen müsste. Verstehst du, wie ich meine? So, ich muss mich vorher schon verbunden haben auf der richtigen Ebene, weil ansonsten bin ich zu schwach. Ich verstehe nicht, was du meinst, aber ich habe ein paar Fragen wieder an dich. So, du siehst die Bilder auf deiner Leinwand über, wie du es sagst, ne? Egal, Spielfilme oder was immer für Filme. So, und diese Bilder hast du, ne? Und also die hast du in deinem Geist, die siehst du in deinem Geist. So, was siehst du denn jetzt hier? Sieh dich doch um, du blickst auf einen Bildschirm und du siehst hier diese 13 Bilder deiner wunderschönen Brüder. Und das sind doch genauso nur Bilder, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Bildern über die in irgendeiner Serie und die Bilder, die du jetzt siehst? Ja, also hier ist es nicht oder nur minimal gespielt. Noch einmal, meine Frage ist, was siehst du in den Bildern? Und jetzt kannst du antworten mit dem Kursverständnis. Ja, ich sehe eigentlich meine Wahrheit. Ja, ich sehe, was ich sehen will, heißt es in der Lektion. Ne? Und ich sehe meine Wahrheit, würde heißen, worauf besteht denn deine Wahrheit? Was, was, was macht denn deine Wahrheit aus in den vorübergehenden Bildern? Was liegt denn dem zugrunde in vorübergehenden Bildern? Was ist denn die Wahrheit, Anführungszeichen von vorübergehenden Bildern? Ja, das sind ja meine Erfahrungen, woraus ich meine persönliche Wahrnehmung gestrickt habe. Ne? Ja, woraus kommen die denn? Ja, aus meinen Erfahrungen, aus meinen Ja, woher Illusionen, kommen deine Erfahrungen? ja, von meinem Leben. Na, das ist dasselbe. Deine Erfahrung und dein Leben ist dasselbe. Woher kommt dein Leben? Das sind ja alles nichts anderes als Reflexionen meiner eigenen Gedanken. Bedeutungen sind Gedanken. Ne? Ich habe allem, was ich sehe, alle Bedeutung gegeben, die es für mich hat, ne? Sagt die Lektion 2. Ne? Du siehst letztendlich nichts anderes, was vorübergehende Welt ausmacht, als Bedeutungen, die noch etwas beschreiben, die noch äh, erwünscht werden, so zu sehen in der Bedeutung, wie sie sich manifestieren und zeigen sollen. Ja, kannst du dem folgen? Ja, Okay, Bedeutungen, ja, gedankliche Bedeutungen. Das ist, was du siehst. So, worin liegt dann der Unterschied? Jetzt, du blickst auf deine Brüder oder du blickst auf die Serie von Täter-Opfer. Du blickst nur auf unterschiedliche Bedeutungen. Dem Bruder hast du eine andere Bedeutung gegeben als dem Täter in der Serie. Aber was haben sie gemeinsam? Sie haben dass wir, gemeinsam, dass nach wie vor eine Bedeutung in Begrenzung gegeben wurde und im Geist gehalten wurde. Es ist ja nur die Bedeutung, oh, meine Brüder, die liebe ich alle so und mit denen gehe ich jetzt in den Himmel nach Hause. Das ist eine Bedeutung. Und dem Täter-Opfer-Serie hast du die Bedeutung gegeben, okay, Angriff und Verteidigung und jetzt möchte ich mal sehen, wie das wieder ausgespielt wird. Ist ja bloß eine andere Bedeutung. Aber der Unterschied in den Bedeutungen ist, wie du siehst, die eine Bedeutung, die hält dich buchstäblich in deiner Aufmerksamkeit,
in deiner Vergangenheit, in der Dunkelheit des gespaltenen Geistes. Und die andere Bedeutung führt dich und eröffnet dir bereits einen Blick auf das Licht. Ja? Die führt dich bereits hin zu etwas, da weiß ich den Ausgang noch nicht. Ich habe ihn vielleicht in einer Erinnerung, in einer offenbarenden Erfahrung sehr wohl mit mir, aber das ist so diese Vorfreude, dass sich etwas ganz, ganz Neues zeigen darf. Das ist die Bedeutung, die der Bruderschaft und diesen Kreis der Sühne darunter liegt. Ja? Es ist nach wie vor eine Bedeutung. Also die Bedeutung muss genauso aufgehoben werden. Aber der Ausgang, und das ist wundergesinntes Denken, der Ausgang ist einer, der dich nicht mehr hier in Raumzeit halten wird und belassen wird, sondern er zeigt dir, dass das Tor zum Himmel, dass der Spalt, zumindest ein Spalt offen ist, durch das dieses Licht bereits scheint und du dich dahin bewegst, weil du eben hier eine Attraktion erfährst in deinem Geist. Aber du wirst trotzdem, wenn du dahin kommst, da stehen wir ja wirklich vor den Toren des Himmels, kriegst du diese Geistesschulung präsentiert und kriegst du dieses Angebot, alle Bedeutungen loszulassen, alle Bedeutungen seinem Geist zu übergeben. Hm. Ja, also du siehst, das ist etwas, da wird es zu etwas anderem, aber trotzdem findet und muss eine totale Auflösung stattfinden. Eine Auflösung der eigenen Gedanken, was als Bedeutung im Geist gehalten wird. Okay, die Antwort, die überrascht mich jetzt. Erstmal muss ich erstmal mit klarkommen. Aber wenn Das du war eine jetzt, Antwort, weil ich dich ja auch nicht verstanden habe. Aber ich bin mir sicher, dass es die perfekte Antwort war. ja, Gut, es jetzt hast du war, noch eine Chance, du hast noch einen dritten Anlauf, Thorsten. ich habe sie immer noch nicht ganz verstanden, aber deshalb muss sie perfekt gewesen sein, weil ich aus meinem Konzept bin. Dafür So, haben wir die Aufnahme eingeschaltet. Du kannst es dir ja dann genau. später Okay, nochmal aber eine anhören. Nachfrage habe ich jetzt noch. Meine anderen zwei Fragen, die lasse ich mal weg. Aber eine Nachfrage habe ich noch. Wenn du jetzt heute Abend hier mit uns sitzt, bringst du eine Bedeutung in deinem Geist mit oder kommst du leer? Ich habe eine Bedeutung ganz gleich wie du in deinem Geist, aber ich belasse meinen Geist nicht in dieser Bedeutung. Ich belasse mich nicht zufrieden und sage mir, das war ja, was wir uns vorher angeschaut haben. Ah, und da bin ich jetzt frei und das ist meine Freiheit und das passt schon. Sondern diese Bedeutung darf jetzt ausgewechselt werden mit der einen Bedeutung, die die einzige Bedeutung ist, die Gott selbst ist. In diesem Sinne, in dieser Aktion, du siehst, ich bin total wachsam. Ich bin total ausgerichtet. Alles im Moment, ja. Ich bin mir absolut bewusst, dass ich dich nicht sehen könnte, ohne dass ich nicht eine Bedeutung aus der Vergangenheit mitgebracht hätte. Aber damit bin ich nicht mehr zufrieden, das so sein zu lassen. Und damit ist in dieser Wahl, in diesem, wie wir es geteilt haben, dass es ein Wunsch ist oder ein Wille ist, ne, dass diese Bedeutung sagen wir mal, zu Gott wird, umgewandelt wird, dann kann ich nichts anderes mehr sehen als das, was Gottes ist. Das heißt, wie siehst du mich jetzt? Die Antwort ist Licht und nur Licht Gottes. Weil das ist, was ich bin, das ist, was du bist, das, was sich gerade in mir öffnet. Jetzt kannst du den Mund wieder zumachen und Danke sagen und alles wunderbar. Ja, vielen Dank. Danke dir auch. Aber gute Frage. Das ist gut, ja. Ja, eine sehr gute Antwort. Gabriele lacht sich einen ab. Du siehst, das, was passiert, und das ist der Einfluss von Jesus, seinem Angebot, seinem Geist, seiner Lehre. Wenn das so angenommen wird, geübt wird, auch mitgenommen wird, reingelassen wird, egal welche Attribute wir setzen, wenn wir diesen Weg mit ihm gehen,
der führt uns wirklich, ich habe das gestern auf Spanisch gemacht in einer neuen Serie, in einem neuen Format und das erste Thema war, den Weg weiter zu begehen, ja, so wie er vielleicht nett aussieht oder auch spirituell aussieht, oder anzukommen, ne, am Ziel anzukommen. Und was rausgekommen ist, was sich herauskristallisierte, war auch, dass dieses den Weg gehen mit ihm den Unterschied macht, und den Weg mit ihm gehen ist das Gleiche wie das Ankommen am Ziel, was ja Gott selbst ist oder das Zuhause selbst ist. Und somit ist dieses mit ihm gehen und ihn zuzulassen, den Geist zu verändern und mit allen Provokationen, Herausforderungen, wie es im menschlichen Geist gesehen wird, mit allen Widerständen, die hochkommen in der Geistesschulung. Und trotz allem, über allem, ja, vor allem, sagt er, auf Englisch heißt es ja above all else, über allem will ich sehen, will ich die Dinge anders sehen, ja, ist, passiert nichts anderes, als dass ein Beschleunigungsfaktor reinkommt, der gar nicht wirklich erklärt werden kann. Der kann vielleicht nur erklärt werden, weil sich der Geist insgesamt öffnet in diesem Annehmen der Begleitung, seiner Begleitung, und dass dieser Beschleunigungsfaktor den wesentlichen Unterschied ausmacht, wie ich mich erfahre, was meine Erkenntnis über mich selbst und meine Welt ist. Weil nur durchs Zunutze-machen dieses Beschleunigungsfaktor, mit anderen einfachen Worten ist, ich bin schneller geworden. Du wirst schneller. Jetzt allein durch dieses Teilen beschleunigst du deine geistige Assoziation in deinem transformativen umgewandelt werden in das Licht Gottes selbst, so immens, dass du das dann mitnimmst und auch in jeder Situation, in jedem Bild mit deiner Welt anwenden kannst. Im Kurs nennt er das Schau Christi. Darum geht es. So ist auch gut. Wir haben das jetzt richtig auseinander dividiert und uns genau Punkt für Punkt angesehen. Ne? Und vielleicht anders ausgedrückt, als es direkt im Kurs beschrieben wird als Schau Christi. Aber die Schau Christi ist eine Schau, jeden und alles vollkommen anders zu sehen. Und das haben wir dann wieder nach der Lektion, ne, in 2 Tagen. Es gibt eine andere Art, die Welt zu betrachten, und ich könnte stattdessen Frieden sehen, Lektion 34. Und von da geht es in die Heiligkeitslektionen. Das ist, was dann wirklich gesehen werden kann. Okay, gibt es sonst noch irgendeine dringliche Anfrage, Aussage, Kommentar, Segnung? Segnung immer, ne? Ich will nur Frieden sehen. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Das ist eigentlich die Lektion, die hat es für mich auch total getan. Ne? So was Simples, aber das ist es, ne, Gabriela, das ist es absolut. Ne? Wenn Komm ich, immer wieder dahin. ja, genau, Ich kann machen, was ich will. Ohne Frieden läuft überhaupt nichts. ja. Ja, ich habe sehr eingebracht, auch letztens in der Aleph-Session, da ist ja die Aussage dann, Geistesfrieden ist eine innere Angelegenheit. Ne? Das kommt in dieser Lektion vor. Ne? Das heißt, ich lasse alles in mein Inneres rein und antworte mit der Klarheit, dass ich es nur als das sehen möchte, was auch diesen Frieden widerspiegelt. Und von da heraus, aus dieser Motivation, aus dieser Wachsamkeit, es anders sehen zu wollen, dehnt es sich natürlich aus auf alle Bilder der Welt. In dem Abschnitt, das muss nicht sein, und das verbindet sich natürlich auch ganz wunderbar mit der Tageslektion,
oder die Tageslektionen in der Sequenz, wo wir gerade sind. Heute Lektion 32, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Gestern, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Und das ist ja der Grund, warum ich nicht das Opfer bin der Welt, die ich sehe, weil ich sie in meinem Geist zusammen fabriziert habe, möchte ich mal sagen. Und ich hoffe, es geht dir sehr freudvoll und sehr gut damit in dieser Anwendung durch den ganzen Tag hindurch, dich das zu erinnern, dass es keine Ursache außerhalb deines eigenen Geistes gibt. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du hörst, wie es Jesus direkt anbietet in der Lektion, dass du die Welt ebenso leicht aufgeben kannst, wie du sie erfunden hast. Ne? Und natürlich sprengt das unseren Geist vollkommen in der Betrachtungsweise des kleinen persönlichen Traumbildes und wo aussortiert und kategorisiert wird, oh, darauf habe ich Einfluss und das kann ich nicht beeinflussen, weil das ist ja zu weit weg oder das ist ja, hat ja nichts mehr mit mir zu tun, sondern da macht Jesus absolut keinen Unterschied. Er zeigt uns ganz klar auf in unserem Geist, dass alles Bilder sind, die wir gemacht haben. Lektion 15, nicht wahr? Und meine Gedanken sind Bilder, die ich gemacht habe. Und so kann ich natürlich auch Bilder, ob es Ukraine-Konflikt ist, Afghanistan, Misere und was immer du siehst in deinem Geist, was Kontroverse auslösen möchte, was das Ego möchte, dass du dich in einer Kontroverse verläufst und verrennst, damit du eben weitermachst und den Finger zeigst auf irgendjemand oder irgendetwas außerhalb von dir. Und einer der größten Meditationen von einem Kurs in Wundern, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist mit dem Kurs, aber meine Meditation, meine Hauptmeditation mit einem Kurs in Wundern war, meinen rechten Finger auf meine Nase zu weisen, um mich daran zu erinnern, dass ich die Ursache dessen bin, was ich wahrnehme und was ich sehe. Und hier keine Ausnahmen mehr mache, wie es bereits in der Einleitung zum Übungsbuch ganz klar ausgedrückt wird. Mach keine Ausnahmen. Was immer du siehst in deinem Geist, sind nichts anderes als deine Gedanken. Und diese Gedanken, wie wir sie weiter behandeln werden im Übungsbuch, kannst du auf eine andere Art und Weise betrachten, damit du ankommen kannst, dass du an dessen Frieden sehen kannst, anstelle dessen, was du siehst. Und die Grundlage, was du überhaupt denkst zu machen, als Macher der Welt, erinnere dich, dass das nicht sein muss. Und natürlich, da ist dann vielleicht schon die Diskussion mit dem Ego-Geist im eigenen Geist voll und ganz aufgesetzt und gegeben. Ja, aber ich muss das doch so machen. Oder natürlich muss das so sein. Oder natürlich sollte ich dies und jenes. Und wir fallen da ganz schnell in bestimmte Muster rein, wie wir vergangene Gedanken wirklich halten für uns. Und diese vergangenen Gedanken oder diese Reflexionen der Vergangenheit nicht untersuchen auf die Bedeutung. Und dann wird natürlich die Ausdrucksweise wie ja, aber, wir haben gerade in der Arbeitsgemeinschaft eine Stunde uns ausgetauscht und unsere Erkenntnisse darüber geteilt, über diesen Aspekt ja, aber, ne, der ja so notwendig und so wirklich erscheint, so, dass das sein müsste, ne, was diese Stimme des Ja-Abers von sich gibt. Dann wirklich anzukommen und sich einzugestehen, oh mein Gott, ne, wo ist denn da wirklich jetzt ein Wunder da? Wo bin ich denn da wirklich jetzt wundergesinnt? Wo richte ich mich denn da aus mit dem Heiligen Geist und erlaube, dass mir alle Möglichkeiten aufgezeigt werden, dass ich unendliche Möglichkeiten vorfinde innerhalb meiner Traumbilder, aber dass ich in Wirklichkeit nur die eine Möglichkeit und die eine einzige Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, nämlich tatsächlich herzugehen und nur die Wahrheit anzukennen oder wie uns Jesus dann lehren wird, auch innerhalb
dieses Abschnittes 4 im Kapitel 4, dass wir alle ein Spiegel der Wahrheit selbst sind. Ja, und auch wenn es da Nebengeräusche gibt von was immer für einer Richtung, sieh dir mal einfach diesen Spiegel deines Geistes an und lass diesen Spiegel so zurückspiegeln, dass da nicht irgendetwas zeitweilig Vorübergehendes aufscheint, dass da nicht irgendetwas mehr da ist, was dich in einer Begrenzung hält, was dich nicht mehr selber zurückhält und mit einer kleinen Körperidentität zufrieden sein lässt, sondern in diesem Licht, das die erschaffende Kraft selbst, die Schöpfung Gottes selbst, unserem eigenen Geist widerspiegelt, einfach ausdehnt und mit jedem und allem teilt. Dies ist dir gegeben worden und noch viel, viel mehr. Und wenn du auf deinen Bruder blickst, gibt es dir die Erinnerung, dass du auf dich selbst blickst. Erinnerst du dich, dass du das bist, was du in deinem Geist erschaust, erfährst. Und dass du jede Bedeutung und jedes Bild durch diese Lichtkraft läutern lässt, ihm übergibst und überlässt, der dieses Licht für dich trägt in deinem Geist, der niemals fehl wahrnimmt, der niemals urteilt, sodass du dich gekreuzigt oder verletzt fühlen müsstest, der dir nichts wegnimmt, der dir immer etwas mehr hinzufügt und der dich erinnert, welche Charakteristiken du in deinem Geist weiter entfalten, entwickeln möchtest, um sie als wahre Geschenke des Himmels selber zu erfahren und im Teilen buchstäblich zu eins wirst und verschwindest und siehst, dass du niemals anders als eins gewesen bist. Eins mit Gott, eins mit diesem Licht. Du selbst, wie Gott dich schuf. Und alle Wesen, mit denen du das teilst, sind mit dir in diesem Frieden, erinnern sich mit dir, weshalb wir alle hierher gekommen sind. Ohne Unterschied, welche Form angenommen wurde. Es ist eine Reise ohne Distanz. Es ist die Reise, die uns nach Hause zurückführt, die wir in unserem Geist so gewählt und bestimmt haben, dass wir uns diesmal nicht mehr verrennen können in einer Unzahl von illusionären Angeboten, schönen Bildern. Wir erlauben, dass unser Geist trainiert wird, geschult wird, um in allen Wesen, in uns selbst, eine Schönheit zu erfahren, die keinen Vergleich und keine Referenz mit irgendetwas, was in der Welt gesehen wird, hat. Und diese Schönheit sehen wir, wenn wir uns treffen, weil wir sie an uns sehen. Und diese Schönheit kennen wir in unseren Nächsten an.
weil wir keinen Widerstand mehr in unserem eigenen Geist haben, sie anzuerkennen für uns selbst. Und in dieser Schönheit, in dieser Akzeptanz, das, was von Gott ist, erkennen wir auch an, dass die Welt, wie ich sie gemacht, erfunden habe in meinem Geist, nicht sein muss. Dass sie nur so lange sein muss, solange ich eine Reflexion brauche, um einen Teil meines Geistes zu heilen, für einen Teil meines Geistes Korrektur einzuladen, einen Teil meines Geistes meiner selbst zu vergeben. Und so zeigt uns Jesus in diesem 4. Abschnitt im Kapitel 4 bestimmte Aspekte unseres Geistes, was ihr bereits in der letzten Episode gelesen habt. Ich werde hier nur mal kurz diese Punkte zusammenfassen, die er anführt, wenn er sagt, dies muss nicht sein. Und sein erster Punkt, auf den er sich bezieht, ist die Freude in uns. Weil diese Schönheit erkennen, ist dasselbe wie in Freude sein. Es wurde zwar als froh übersetzt, aber in Wirklichkeit joyous kannst du sagen, himmelhoch jauchzend freudig sein. Und wenn du nicht freudvoll bist, dann wisse, das muss nicht sein. Und wenn du mit Emotionen mitgehst und dich überrennen lässt von diesen Ja, aber und allen Möglichkeiten, wo dein zweifelnder Geist hinblicken und hingehen sollte und was alles hier zu tun wäre und es dich traurig macht, was du siehst in der Welt. Wenn du traurig bist, dann wisse, das muss nicht sein. Und dann geht er auf den Komplex, was wir vielleicht als angstvoll oder ängstlich sein bezeichnen würde. Auf Englisch wurde das Wort anxious. Das hat aber auch noch andere Bedeutungen, nicht nur ängstlich zu sein, sondern es hat auch die Bedeutung des in Sorgen sein, beklommen sein, sich eingeengt fühlen. Dann wisse, das muss nicht sein. Und den nächsten Punkt, den er uns anbietet, ist in Bezug auf die Angst oder ängstlich sein. Und es ist das, was letztendlich den menschlichen Geist überhaupt in Raum-Zeit behält und das Ego noch irgendwelche Tricks spielen kann. Es ist das Schuldgefühl, sich schuldig fühlen über sich selbst, ich selbst zu sein oder sich schuldig zu fühlen, etwas falsch zu tun, tun zu können, getan zu haben, das zu projizieren und zu meinen, jemand anderer könnte oder würde etwas falsch tun können, falsch in alles schön eingebettet in den Kategorien im Gegensatz zu dem richtig, wie es gepredigt wird von allen Richtungen des konzeptionellen Geistes. Wie viele Referenzen hast du auf konzeptioneller Ebene als Menschenbewusstsein, um ein guter Mensch zu sein? Du kannst sie gar nicht aufzählen, weil sie unzählig sind. Und all diese Referenzen bieten dir das Anführungszeichen Geschenk der Schuld an, in der Schuld zu verbleiben. Und wenn du dich schuldig fühlst, erinnere dich, dass das Ego in der Tat gegen die Gesetze Gottes verstoßen hat. Und er sagt weiter unten, und solange du dich schuldig fühlst, führt dein Ego das Kommando, weil nur das Ego Schuld empfinden kann. Das muss
nicht sein. Und bevor er weitergeht in die Täuschung, dass das Ego Täuschung ist und dich täuscht, hat er im Urtext noch etwas eingefügt, das ich mit dir auch teilen möchte. Und das ist ein bisschen ein anderer Aspekt, das muss nicht sein, weil er das eben sagt, dass du viel zu viel Energie in das Ego investierst und dass das nicht sein muss. Aber es wird so ein bisschen eingewoben auch wieder in dieses Gespräch zwischen Helen, Bill und ihm. Und er geht hier in 2 Absätzen wieder auf etwas ganz Persönliches ein, was du aber irgendwie sehen kannst, auch wie das Ganze überhaupt gelaufen ist, wie dieser Kurs diktiert wurde und welche Empfindungen und Gedanken da mitgeschwungen sind in beiden. Und er hat hier gesagt, du Helen warst ehrlicher als Bill, indem du wirklich versucht hast zu sehen, wenn dein Ego verletzt hat und auch im Versuch, deine Meinung über sie zu ändern. Aber Helen, und das ist dann in Klammer geschrieben, Helen bezweifelt, ob dies korrekt ist. Und dies ist geschrieben zu einer Zeit, als sie sehr wütend war. Und dann geht es weiter. Ich achte nicht auf ihre Bemühungen, aber du hast immer noch viel zu viel Energie in dein Ego investiert. Das muss nicht sein. Achte auf die Versuchungen des Egos und lasse dich nicht davon täuschen. Lasse dich nicht vom Ego täuschen. Das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Geistesschulung, hier volles Gewahrsein zu entwickeln. Und dann spricht der Bill direkt an. Du, Bill, du hast keine beständigen Anstrengungen unternommen, um deine Meinung zu ändern, außer durch die Anwendung alter Gewohnheitsmuster auf neue Ideen. Aber du hast gelernt, und zwar besser als Helen. Und wieder in Klammer, Helen zweifelt hier an der Genauigkeit, dass dein Geist die Kontrolle über dich selbst, über sich selbst erlangt, wenn du ihn wirklich darauf ausrichtest, jemand anderen wirklich wahrzunehmen. Dein Mangel an Vitalität, etwas ganz Persönliches, was er da anspricht, dein Mangel an Vitalität ist auf deine frühere bemerkenswerte Anstrengung zurückzuführen, deine unnötige Depression und Angst durch Desinteresse zu lösen. Und weil dein Ego durch dieses unglückliche negative Attribut geschützt war, hast du Angst, es aufzugeben. Er spricht direkt an, diese Angst, dahin zu blicken, es loszulassen, alles, was Ego ausmacht, aufzugeben. Und das soll die Hilfe sein in diesem Hinweis, das muss nicht sein. Und so sagt er dann eben, halte in deinem Geist Ausschau nach den Versuchungen des Ego und lass dich von ihm nicht täuschen. Es bietet dir nichts. Auch wenn du den Forderungen des Ego gegenüber nicht genügend wachsam bist, um dich von ihnen loszumachen, dann erinnere dich, das muss nicht sein. Du bist ein Spiegel der Wahrheit. Und zum dunklen Spiegel des Ego brauchst du nur zu sagen, ich will dort nicht hinschauen, weil ich weiß, dass diese Bilder nicht wahr sind. Ich will da gar nicht hinblicken. Ich weiß bereits, dass das, was mir diese Bilder zeigen, nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, nicht wahr sind, gar nicht da sind. Lass dann den Heiligen in Frieden über dir leuchten. In der Erkenntnis, dass das und nur das sein muss.
den Heiligen in Frieden über uns leuchten lassen. Sein Geist hat bei deiner Erschaffung auf dich geleuchtet und deinen Geist ins Leben gerufen. Sein Geist leuchtet noch immer auf dich und muss durch dich hindurch leuchten. Dein Ego kann ihn nicht daran hindern, auf dich zu leuchten, aber es kann dich daran hindern, ihn durch dich hindurch leuchten zu lassen. Was das bedeutet ist, dass du nach wie vor frei bist, dass nach wie vor es deine Wahl ist, dass dein Geist diese Macht hat, zu bestimmen, loszulassen. Wenn das Licht durchleuchtet, im selben Moment weißt du, wer du bist und weißt du, erkennst du jeden Einzelnen und alle, das ganze Universum. Du weißt, was das Universum ist. Und lass dein Herz springen. Das ist seine Natur. Letztendlich geht das physische und emotionale Herz in das spirituelle Herz über. Und das spirituelle Herz klopft nicht mehr und braucht nicht mehr zu klopfen oder zu pochen, sondern es wird zur universellen Lichtenergie, die keine Grenzen und kein Ende hat. Vielen Dank für dein Dabeisein. Wunderbar. Ich hoffe, es hat dir beim Erinnern geholfen. Ich freue mich total über Kommentare, wie du es verstanden hast, oder ein simples Herzchen. Und vielen Dank natürlich für deine Wertschätzung. Und wenn du magst, wenn du meine Arbeit wertschätzen, sozusagen unterstützen möchtest, in der Beschreibung findest du den Link, wo du deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen kannst. Klick einfach auf den Link drauf und wähle dann aus, welche und wie viel deine Unterstützung dieser Arbeit als Mitgliedsbeitrag sein soll und wie lange du das gerne machen möchtest. 5, 10, 20 Euros, wähle, wie es für dich stimmt. Du kannst es auch jederzeit natürlich verändern. Und danke an alle, die es schon tun. Und wenn du siehst, dass du geführt bist, lade noch jemanden ein. Du findest das gesamte Programm, wie auch viele andere Podcasts, auf meiner Webseite devavan.com, auf meinem YouTube-Kanal und auf Spreaker im Kanal Die Stimme des Himmels in den verschiedenen Playlists. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du ganz einfach so zu unserem nächsten gemeinsamen Verbinden mit diesem Angebot von Christus Jesus wieder mit dabei bist. Ja, Gottes Segen für dich und uns alle. Bis dann.